Hallo, ich bin Rina. Herzlich willkommen in meiner virtuellen Klasse. Ich hoffe, dass du alle Regeln befolgst, die am Anfang des Videos stehen. Dies ist sehr wichtig für deine Gesundheit und für die sichere Arbeit am Computer. Diese Regeln werden am Anfang jedes Video geschrieben. So, lass uns unseren Unterricht beginnen. Lass uns wiederholen, was wir im letzten Unterricht gelernt haben, bevor wir mit unserem Unterricht beginnen. Henry kam zu mir, um den Planeten Erde zu besuchen. Er interessiert sich für alles, was auf dem Planeten Erde existiert. Erzählt Henry, was er tun soll. Woher weiß Henry, welche Farbe ein Regenbogen hat? Ja, das ist richtig. Wir sehen die Welt mit unseren Augen. Genau. Okay. Welche Farben gibt es im Regenbogen? Nenn in der richtigen Reihenfolge. Rot, Orange, Gelb, Grün, Blau, Indigo, Violett. Super. Weitergehen. Woher weiß Henry, wie ein Vogel singt? Genau, wir hören verschiedene Geräusche mit unseren Ohren. Ausgezeichnet! Weitergehen! Woher weiß Henry, wie Blumen riechen? Das ist richtig. Er riecht sie mit der Nase. Good job! Woher weiß Henry, wie Zitrone schmeckt? Es gibt spezielle Rezeptoren auf der Zunge, mit denen du verstehen kannst, welchen Geschmack es gibt. Und wie schmeckt eine Zitrone? Süß, salzig, sauer, bitter? Genau, sauer. Weitergehen. Woher weiß Henry, ob ein Tisch weich oder hart ist? Das ist richtig. Man muss den Tisch mit den Händen berühren, um es herauszufinden. Ist der Tisch hart oder weich? Genau, der Tisch ist hart, weil es aus Holz besteht. Ausgezeichnet, super! Lass uns zur nächsten Aufgabe übergehen. Das Thema dem heutigen Unterricht lautet, was ist ein Computer? Aber was ist ein Computer? Um diese Frage zu beantworten, musst du diese Aufgabe lösen. Kombiniere Buchstaben und Zahlen. Das Wort, das sich ergibt, wird uns helfen herauszufinden, was ein Computer ist. Also, los geht's! Unter welcher Nummer wird der Buchstabe A-Umlaut sein? Auf Platz 4. Weitergehen. Unter welcher Nummer wird der Buchstabe G sein? Richtig, an erster Stelle. Weitergehen. Unter welcher Nummer wird der Buchstabe T sein? Auf Platz 5. Weitergehen. Unter welcher Nummer wird der Buchstabe E sein? Richtig, an zweiter Stelle. Okay, weiter. Um welche Nummer wird der Buchstabe R sein? Das ist richtig. An dritter Stelle. Okay,
Welches Wort steht hier geschrieben? Das ist richtig. Das ist ein Gerät. Ein Computer ist ein technisches Gerät, das verschiedene Aufgaben ausführen kann. Heutzutage ist der Computer ein echter Helfer für den Menschen geworden. Heute werden viele Dinge mit einem Computer erledigt. Henry ging in die Speisekammer, wo viele Dinge gesammelt wurden. Lass uns Henry helfen, die Dinge zu sortieren. Es ist notwendig zu bestimmen, welches Ding ein Computer ist und welches Ding kein Computer ist. Ist das ein Computer? Es ist ein Fahrrad. Ein Fahrrad ist kein Computer. Das Fahrrad erfüllt nur eine Aufgabe: Menschen von einem Ort zum anderen fahren zu lassen. Okay, weiter. Ist das ein Computer? Es ist eine Kaffeemaschine. Eine Kaffeemaschine ist kein Computer. Die Aufgabe der Kaffeemaschine ist es, Kaffee zu machen. Kaffee kann unterschiedlich sein, mit unterschiedlichen Geschmacksrichtungen, aber immer noch erfüllt die Kaffeemaschine nur eine Aufgabe. Eine Kaffeemaschine ist ein technisches Gerät, aber kein Computer. Weitergehen. Ist das ein Computer? Es ist eine Smartwatch. Eine Smartwatch kann verschiedene Aufgaben ausführen, zum Beispiel die Zeit oder die Anzahl der Schritte anzeigen, die du an einem Tag durchlaufen hast, und einige Smartwatches können den Herzschlag messen. Mit einer Smartwatch kannst du im Geschäft bezahlen oder Anrufe entgegennehmen. Die Smartwatch ist also ein Computer. Weitergehen. Ist das ein Computer? Es ist ein Ventilator. Die Aufgabe des Ventilators besteht darin, die Luft auszudrehen, damit es dem Menschen nicht heiß wird. Es kann sich in verschiedene Richtungen drehen oder sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten drehen. Ein Ventilator ist ein technisches Gerät, aber kein Computer. Weitergehen. Ist das ein Computer? Es ist ein Roboter. Ein Roboter ist ein Computer. Es ist ein System in den Roboter integriert, das es dem Roboter ermöglicht, verschiedene Dinge zu tun. Zum Beispiel kann ein Roboter Fragen beantworten, die eine Person stellt, indem er geht oder fährt. Der Roboter kann verschiedene Befehle ausführen, zum Beispiel Objekte zeichnen oder verschieben. Daher bezieht sich der Roboter auf Computer. Weitergehen. Ist das ein Computer? Es ist ein Laptop. Ein Laptop ist ein Computer. Mit deinem Laptop kannst du verschiedene Dinge tun. Videos ansehen, Bücher lesen, Geschichten schreiben, Bilder malen, Spiele spielen, Unterricht nehmen, Musik hören und vieles mehr. Ein Laptop ist ein sehr leichter Computer, den du mit auf Reisen nehmen kannst. Weitergehen. Ist das ein Computer? Es ist ein Fernsehen. Ein Smart TV ist ein Computer. Denn mit Hilfe von Smart TVs kannst du Filme oder Videos auf YouTube ansehen und Fotos oder Präsentationen ansehen. Ältere Fernsehen könnten dies nicht tun, aber Fernsehen sind jetzt computergestützte geworden. Es gibt viele neue Funktionen. Deswegen ist Smart TV ein Computer. Weitergehen. Ist das ein Computer? Es ist ein Smartphone.
Ein Smartphone ist ein Computer. Mit dem Smartphone kannst du viele Dinge tun. Eltern anrufen, mit Freunden per Messaging korrespondieren, Videos ansehen, Fotos machen, unbekannte Wörter übersetzen und vieles mehr. Ein Smartphone ist ein Computer. Weitergehen. Ist das ein Computer? Das ist ein Bett. Das Bett ist kein Computer. Du kannst auf dem Bett liegen, sitzen, sogar springen, aber das Bett kann nicht als Computer bezeichnet werden. Weitergehen. Ist das ein Computer? Es ist eine Taschenlampe. Eine Taschenlampe ist kein Computer. Die Taschenlampe kann das Licht im Dunkeln anzünden. Eine Taschenlampe ist ein technisches Gerät, aber kein Computer. Weitergehen. Ist das ein Computer? Es ist ein Sofa. Ebenso wie das Bett ist das Sofa kein Computer. Es ist ein Möbelstück. Weitergehen. Ist das ein Computer? Es ist ein Personalcomputer und wie der Name schon sagt, ist es ein Computer. Im Gegensatz zu einem Laptop kann ein Personalcomputer nicht mit auf eine Reise genommen werden. Ein Personalcomputer kann jedoch sehr viel Leistung haben. Dies ermöglicht es Menschen, mit leistungsfähigeren Programmen zu arbeiten oder sehr komplexe und detaillierte Spiele zu spielen. Weitergehen. Ist das ein Computer? Es ist ein Tablet. Es hat die gleichen Funktionen wie ein Smartphone ausführen. Das Tablet hat jedoch einen größeren Bildschirm, sodass es viel bequemer ist, auf einem Tablet zu zeichnen oder Videos von einem Tablet anzusehen. Ein Tablet ist ein Computer. Good job, ausgezeichnet. Du hast die Aufgabe gelöst. Gehen wir weiter. Lass uns unser Training beginnen. Übung 1. Setz dich gerade hin, die Schultern nach hinten. Drehe deinen Kopf nach links und rechts. Mach das 8 Mal. Übung 2. Beuge deinen Kopf hin und her. Versuche mit deinem Kinn deine Brust zu erreichen. Hebe deine Schultern nicht hoch. Mach das 8 Mal. Übung 3. Versuche, dein Kinn parallel zum Boden zu halten. Mach 4 Kreise mit den Schultern nach hinten und 4 Kreise mit den Schultern nach vorne. Übung 4. Stell dir vor, du wärst eine Amphibie, zum Beispiel ein Frosch. Drücke deine Finger zu einer Faust zusammen und öffne sie dann so,
als ob du zwischen deinen Fingern ein Fell hättest. Mach das 9 Mal. Übung 5. Strecke deine Hände vor dich aus und drück deine Finger in die Faust. Drehe die Hände 4 Mal nach innen und dann 4 Mal nach außen. Übung 6. Mach ein Tor aus deinen Handflächen. Öffne und schließe die Tortüren. Mach das 8 Mal. Übung 7. Verbinde deine Finger mit dem Schloss und drehe sie abwechselnd. Übung 8. Ziehe deinen Finger vor dir aus. Schau auf die Fingerspitze und zähle zwischen 1 und 5. Dann schau dir ein Objekt an, das weit hinter dem Finger liegt. Zähle zwischen 1 und 5. Dann schau wieder auf die Fingerspitze. Mach das 5 Mal. Wenn du willst, kannst du deinen Finger nach links und rechts bewegen. Übung 9. Reibe dir die Hände, als ob es deinen kalt wäre. Reibe sie, bis du spürst, dass es heiß wird. Dann lege eine Handfläche auf die andere. Die Augen schließen. Leg deine Hände auf deine Augen. Versuche, die Dunkelheit zu sehen. Zähle zwischen 1 und 20. Dann nimm deine Hände vom Gesicht. Öffne deine Augen nicht. Siehst du, wie sich das verändert hat? Was deine Augen sehen, als du deine Hände weggenommen hast. Es scheint mir, dass die Farbe nicht schwarz, sondern rot geworden ist. Zähle zwischen 1 und 20. Dann öffne langsam deine Augen. Übung 10. Diese Übung gefällt mir wirklich gut. Du musst aufstehen, die Gadgets beiseite legen und zum Fenster gehen. Nimm keine Gadgets in die Hand. Gib deinen Augen eine Pause vom hellen Licht des Bildschirms. Schau aus dem Fenster. Was siehst du? Bäume, Häuser, Menschen. Zähle zwischen 1 und 100. Danach komm zurück. Hier werden alle Computergeräte aus der vorherigen Aufgabe gesammelt. Ordne sie vom kleinsten zu größten auf. Was ist das kleinste Gerät? Das ist richtig. Es ist eine Smartwatch. Welches Gerät wird das nächste sein?
Das nächste Gerät ist ein Smartphone. Welches Gerät wird das nächste sein? Das nächste Gerät ist ein Tablet. Welches Gerät wird das nächste sein? Das nächste Gerät ist ein Roboter. Welches Gerät wird das nächste sein? Das nächste Gerät ist ein Laptop. Welches Gerät wird das nächste sein? Das nächste Gerät ist ein Personalcomputer. Welches Gerät wird das nächste sein? Das letzte Gerät ist ein Smart TV. Super, das ist richtig. Perfekt. Es gibt Geräte, die nur eine Funktion erfüllen. Welche Funktionen erfüllen diese Geräte? Verbinde Wörter auf Aufkleben und Geräten. Welches Gerät wird benötigt, um Bücher zu lesen? Das ist richtig. E-Book. Welches Gerät wird benötigt, um Fotos zu machen? Genau, eine Digitalkamera. Welches Gerät wird benötigt, um Musik zu hören? Das ist richtig. MP3-Player. Welches Gerät wird benötigt, um den richtigen Weg auf der Karte zu finden? Genau, GPS-Navigator. Super! Jetzt weißt du, welche Computer es gibt. Kannst du jetzt sagen, wofür der Computer verwendet wird? Die Leute brauchen einen Computer, um zu spielen, etwas Neues zu finden oder zu lernen, Zeit zu kontrollieren, für Kommunikation mit Freunden, für Berechnung, um Musik zu hören, zu lesen, Bilder, Filme oder Videos anzuschauen und für Textverarbeitung. Super! Das sind 3 Freunde, Max, Leo und Vincent. Sag mir, welches Computergerät benutzt er gerne? Leo liebt Sport, also zählt er ständig, wie viele Schritte er pro Tag gegangen ist. Er mag keine großen Computergeräte. Welches Gerät braucht Leo? Das ist richtig, eine Smartwatch. Max liebt es zu kochen und sucht ständig nach neuen leckeren Rezepten im Internet. Ein großes Computergerät ist in der Küche unbequem zu benutzen. Welches Gerät braucht Max? Genau, das Tablet. Vincent hört gerne Musik und schaut Cartoons an. Seine Familie und er schauen sich jede Nacht eine Serie beim Abendessen an. Welches Gerät braucht Vincent? Das ist richtig. Smart TV. Super. Letzte Aufgabe für heute. Es ist notwendig, die Geräte in 2 Kategorien zu kategorisieren. Informationseingabegeräte und Informationsausgabegeräte. Es ist ein bisschen kompliziert, aber ich werde versuchen zu erklären, was es bedeutet. Ein Informationseingabegerät ist ein Gerät, mit dem Informationen auf dem Computerbildschirm angezeigt werden. Zum Beispiel, wenn du Text eingibst und Wörter auf dem Bildschirm siehst. Oder wenn du einen Pfeil mit dem Computermaus bewegst.
Der Pfeil hat den Namen Cursor. Du fährst mit einer Computermaus über einen Tisch oder eine spezielle Matte, aber der Pfeil wird auf dem Bildschirm angezeigt. Das ist Magic. Welche Informationseingabegeräte siehst du hier? Eine Computermaus, die Tastatur, Mikrofon, Scanner. Dies ist ein spezieller Medizinerscanner. Es wird verwendet, um Informationen über die Zähne in einem Computer zu sammeln. Okay, ein Informationsausgabegerät ist ein Gerät, mit dem du sehen oder hören kannst, was im Computer vor sich geht. Zum Beispiel hörst du Musik auf einem Lautsprecher, aber die Musik selbst wird vom Computer aus eingeschaltet. Oder ein Drucker. Der Drucker kann auf Papier drucken, was du am Computer getan hast. Dies ist, wenn Informationen aus der Computerwelt in unsere menschliche Welt gelangen. Welche Informationsausgabegeräte siehst du hier? Lautsprecher, Bildschirm, ein Drucker. Im nächsten Unterricht werden wir mit Henry weiter über Computer sprechen. Ich werde dir erklären, wie wir mit Informationseingabegeräten und Informationsausgabegeräten arbeiten. Deine Hausaufgaben stehen in der Beschreibung des Videos und auch auf meiner Patreon-Seite. Alle Links sind in der Beschreibung unter dem Video erhalten. Ich hoffe, dass dir mein Unterricht gefallen hat. Hoffe, dass der sehr interessant war. Stell mir einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal, um neue Unterrichte von mir zu erhalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag und lass uns gemeinsam Informatik lernen. Bis bald. Tschüss!